I can't see anything. It's too dark. What you expect? It's night, and it's time to go home. You have light for cigarette? Wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Der Westen glaubt an Maschinen. Wir bauen auf Menschen. Während sie mit Stahl dominieren wollen, bauen wir mit Ideen, Bildung, Disziplin und Solidarität. Der Kapitalismus zersetzt sich selbst. Er frisst seine Armen, während wir unsere Arbeiter ehren. Sie sprechen von Raketen. Wir bauen Sputnik. Was wir heute feiern, ist nicht nur ein Mann in Uniform. Es ist das Symbol einer neuen Welt, unserer Welt, geformt durch Klarheit, Kraft und sozialistischer Wahrheit. Du willst schon mal da vorne stehen, Oleg. Du redest die Sprache von der Partei. Besser als manchen anderen. Ich bin nur Offizier, Genosse General. Jetzt noch. Genosse, euer letzter Bericht über die Bewegungen im Mittelmeerraum war beeindruckend. Das Sekretariat hat noch ohne Änderung übernommen. Zu Theorie kann gefährlich werden. Die Realität folgt kein Protokoll. Und genau wegen dem analysieren wir, dass die Realität uns nicht überrascht. Na zdrowie. Na zdrowie. Du bist lang weg gewesen, oder? So eine Ehrung mit dem Parteichef dauert halt. Hat er gut geredet? Absolut. Er hat geredet wie ein Philosoph. Und du? Hast du geredet wie ein Soldat? Wie sich's gehört. Du haltest nicht viel von ihm. Meine Meinung ist nicht wichtig, Vera. Es geht um das Wohl der Sowjetunion. Ich weiss. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Koalition von den USA und der Sowjetunion auseinandergebrochen, die gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Die USA wollten jetzt verhindern, dass die Sowjetunion expandiert und ein Land ums andere kommunistisch wird. Und umgekehrt hat die Sowjetunion verhindern, dass alle Länder im Kapitalismus zugehörig werden. Das Buch ist 1948 in Zürich gedruckt worden und hat den Titel «Ob man die Gefahr erkennt». Es zeigt eindrücklich,
weil die Leute damals gedacht haben, dass die Russen jederzeit einmarschieren könnten und ganz Europa eben dann rot gefärbt ist. So wie wir im Westen diesen Propagandabildern geglaubt haben, haben die Menschen im Ostblock natürlich auch nichts anderes machen als dem glauben, was ihnen präsentiert worden ist. In der Weltanschauung vom Kommunismus ist der Westen schuld für die Unterdrückung und für die Unfreiheit der Menschen. Und wenn der Kommunismus den Kapitalismus schlussendlich besiegt hat, können alle Menschen in einer freien sozialistischen Welt leben. Um das Ziel zu erreichen, ist eine staatliche Kontrolle und der Geheimdienst essentiell. Wie oft müssen wir uns sagen, es gibt keine Zufälle in der Geopolitik. Sigonella, Italien. Der Militärflugplatz erhöht die Kommunikationsaufklärung. Zur gleichen Zeit läuft in Zypern der britische Frachter Marlin zum 3. Mal innerhalb von 5 Wochen ein. Nichts passiert ohne Zusammenhang. Wer Muster erkennt, kann Handlungen vorwegnehmen. Und wer das kann, verhindert Krieg. Akte CAIT 5807 bitte. Entschuldigung, Genosse Oberst, aber könnte es nicht auch zivile Versorgung sein? Wenn ein Frachter 3-mal den gleichen Weg fährt, zur gleichen Zeit wie ein Überwachungsflug stattfindet, dann ist es kein Zufall, Leutnant Sergei. Das ist Logistik mit Absicht. Verstanden, Genosse. Das Zentralkomitee ist sehr zufrieden mit euren Analysen. Ihr formuliert klar, denken präzise. Sie sind sicher einer der Schlaueren auf eurem Jahrgang. Ich diene, Genosse General. Das ist alles. Und das ist mehr, als manche andere je wird leisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sowjetunion die grosse Gewinnerin auf dem europäischen Kontinent. Die Westgrenze vom Zarenreich ist wiederhergestellt worden und die Staaten von Ost- und Mitteleuropa ist das politische System vom Kommunismus aufgezwungen worden. Der Stalin hat schon gekämpft 1917 in der Oktoberrevolution auf der Seite der Roten Armee von Lenin. Ihre Gegner, die Weisse Armee, hat nur etwas vereint, den Kampf gegen Kommunismus. Schlussendlich sind aber die Weißen den Roten unterlegen. Nach dem unerwarteten Tod von Stalin 1953 hat sich 1958 Chruschtschow durchgesetzt. Ich sehe, du hast das alte Foto wieder gefunden. Es ist zwischen den Dokumenten gelegen. Ich wollte es gerade forttun. Du hast es nie weggeschossen. Du weisst, ich kann nicht riskieren, dass irgendjemand anderes es findet. Nicht jetzt. Er war dein Vater. Er war Offizier von der Weißen Armee. Feind vom Staat. Mehr muss niemand wissen.
Er ist trotzdem dein Vater. Doch du hast einen anderen Weg gewählt. Weil ich keine Fehler wiederholen. Ich weiss nicht, ob es ein Fehler war, wie er gedacht hat. Ich schon. Genossen, heute reden wir nicht über Raketenstarts und Übungen, sondern über Loyalität. Der Oberst Popov, ein Offizier von der Sowjetunion. Gestern ist er an der Flucht am Bahnhof zu Moskau nach Helsinki gehindert worden. Er hat jahrelang Informationen an die Amerikaner weitergeleitet. Ein Mann in unserer Mitte. Wie hätte das passieren können? Weil er uns das Vertrauen genossen hat und weil wir ihn unterschätzt haben. Solche Männer sind schlimmer als jede NATO-Bombe. Sie schwächen uns noch vor dem ersten Schuss. Der Oberst Popov wird sich in den nächsten Tagen vor Gericht verantworten. Ihr wisst, was die Strafe ist für Hochverrat. Merkt euch das. Ihr wollt mit mir reden. Bewegungen bei der NATO auf den Stützpunkten in Italien und in Deutschland. Und nach den neuesten Berichten auch in der Türkei. Das ist keine Routine. Ich verlasse mich auf euch. Ich brauche Leute, die klar denken können, nicht nur gross reden. Danke, Genosse General. Ich werde mich nicht enttäuschen. Du arbeitest zu viel, Oleg. Es passiert zu viel. Wer aufsteigen will, der muss im richtigen Moment parat sein. Unser Land zählt auf mich. Nicht nur unser Land braucht dich. Auch ich brauche dich. Du hast nur Angst, irgendwo einen Fehler zu machen. Ich darf keinen Fehler machen. Du bist nicht dein Vater, Oleg. Ich weiss. Und darum schreibe ich meine eigene Geschichte. Super. Linie für Linie. Oberst Penkovsky, der Stab hat entschieden, euch in Reservestatus zu ersetzen. Eure neue Aufgabe wird Verwaltungsanalyse sein, im Innendienst. Entschuldigt, Genosse General. Darf ich fragen, warum? Grund liegt in eurer Familienakte. Euer Vater, Offizier in der Weißen Armee. In der aktuellen Lage legt die Partei besonderen Wert auf die ideologische Herkunft. Ihr habt euch ausgezeichnet, aber eure Vergangenheit lasst uns vorsichtig sein. Ich habe gemeint, wir werden an unseren Taten gemessen, nicht an unserer Herkunft. Ihr werdet ja nicht bestraft. Ihr werdet geschützt. Oberst Penkovsky. Es tut mir leid. Was ist Ihre Begründung? Sie wollen mich schützen. Dabei schütze ich eigentlich sie und ihr System.
Oleg, es ist nicht wegen dir. Jahrelang habe ich alles gemacht, was von mir verlangt worden ist. Ich habe so viel verzichtet. Und sie... Und ich... Ich bin für sie trotzdem nicht mehr als mein Vater. Du bist mehr als das, Oleg. Nicht für sie. Nicht für den Staat. My dear sir, I request that you pass the following to the appropriate authorities of the United States of America. It is your good friend who is turning to you for the ideals of a truly free world and democracy. You need not doubt that I will give my strength, knowledge, and my life to this new obligation. I ask that you follow all the rules. Protect me. Always yours. You have light for cigarette? No, sorry. Are you Americans? Yes, students. First time? Yes, indeed. Listen, I have information that I want to pass to American embassy directly. Wait, you're a communist? I was, but Khrushchev... Let's go home, Elton. See you too. Don't you wonder how we got it down? It was not single shot as Khrushchev claimed. We fired 14 rockets until we finally hit. We even destroyed one Soviet plane, killing the pilot. KGB is everywhere. We need to go. Do not open it and go immediately to American embassy with this letter. Your government will be very grateful for this. What was that? I guess that's top secret information in my hand. You're not really believing it. Are you mad? Remember all the warnings we got before coming. But it seems so real. He wasn't lying. Alden is just a good actor. Let's go home now. Alden, what are you waiting for? I have to do this. Abgegeben auf der amerikanischen Botschaft in Moskau. Verfasst über eine sowjetische Schreibmaschine. Dazu klassifizierte Informationen. Zum Teil Geheimdienst, zum Teil Politbüro. Er steckt tief drin. Das Bild zeigt der Colonel Charles McLean Peak in der Türkei. Der amerikanische Fotograf das Bild hat aufgenommen, haben wir Zugriff zum Original. Oberst Oleg Penkovsky, Analytiker im GRU. Vorher in verschiedenen Ländern Militärattaché, unter anderem in der Türkei. Kein Zweifel, keine Fälschung. Bis jetzt konnte ich keine Unregelmässigkeiten feststellen. Ich glaube, wir haben einen echten Überläufer gefunden. Ich traue dem Ganzen nicht. Was wäre das Motiv? Gibt es Forderungen? Geld? Fluchthilfe? Nein, das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Das wäre nicht das erste Mal, dass uns der KGB bewusst die falschen Informationen liefert. Das stimmt. Aber können wir nicht zumindest abklären, was wir für Möglichkeiten haben? Was wäre, wenn die Quelle vertrauenswürdig ist? Sagt euch der Name Popov etwas? Wir haben die Ressourcen, noch haben wir die Gunst von der Regierung, uns weitere Fehler zu leisten. Ich weiss, dass der MI6 noch Kontakt nach Moskau aufrechterhalten. Lasst mich einen Versuch wagen. Von mir aus. Aber ihr arbeitet allein, ohne meine Kenntnis.
Vielleicht muss man sich das mal vor Augen führen. Im Kalten Krieg sind etwa 280 Millionen Menschen in Russland gewesen und davon 1 Million Agenten. Das heisst, das KGB ist in der Bevölkerung überall präsent gewesen und es hat sogar eine eigene 7. Verwaltung gegeben, die die KGB-Agenten überwacht hat. In Moskau sind 1500 Personen angestellt gewesen in dieser 7. Verwaltung. Wer also glaubt hat, man könne in diesem System normal leben, vergessen es. Eine falsche Bemerkung, ein falsches Buch oder ein Treffen mit einer verdächtigen Person und du bist verhaftet. Trevor Wynn. Ein britischer Geschäftsmann, der Elektroartikel speziell nach Osteuropa verkauft. Eine Expansion nach Moskau sollte kein Aufsehen erregen. Wie viel weiss er? Nur das Nötigste. Gut, je mehr Informationen, desto höher ist die Gefahr. Übrigens, der Stab hat beschlossen, das Projekt unter dem Namen Hero zu laufen. Hero. Bei diesen Forderungen. Für mich erscheint er nicht wie ein Held. Er hat nur Zeichen von Zeit gelesen und will auf der Gewinnerseite stehen. Solange er Informationen liefert, ist uns der Codename eigentlich egal. Genossen, genug diskutiert. Jeden Monat fliehen Tausende über die offene Wunde. Die Grenze nach West-Berlin muss geschlossen werden. Mit Stahl, mit Beton, mit Gewehr. Niemand bestreitet, dass es ein Problem ist. Aber eine Mauer, das sieht nicht nach Stärke, sondern nach Angst aus. Wollen wir der Welt zeigen, dass wir unsere eigenen Bürger einsperren müssen? Du glaubst also der amerikanischen Propaganda? Die Amerikaner zahlen Leute, dass sie nach West-Berlin gehen. Das macht keiner freiwillig. Die Mauer wird grossartig. Ein Schild, das niemand durchbricht. Und West-Berlin wird dafür zahlen. Backstop entkommen! Oberst Penkowski, ich habe nicht erwartet, euch hier anzutreffen. Leutnant Sergei, du weißt genauso gut wie ich, dass mein Arbeitsplatz nicht mehr Kommandozentrale ist. Klar. Ich habe gehört, etwas Grosses ist in der Karibik los. Ist etwas dran an diesen Gerüchten? Ich habe keinen Einblick mehr. Aber Gerüchte sind gefährlich. Pass auf. Die Sowjetunion braucht Leute wie dich. Es wird Zeiten geben, wo Verstand mehr zählt als Härte. Du verhaltest dich immer noch wie früher, aber es ist nicht mehr wie früher. Es ist alles in Ordnung. Nur eine Arbeit. Nur eine Arbeit, es geht nicht immer alles nur um die Arbeit. Früher habe ich dich einfach verstanden, ohne Wort. Vielleicht bist du einfach nur müde.
Nein, ich bin nicht müde. Du bist müde. Von irgendetwas, was du für dich behaltest. Du willst, dass ich immer noch glaube, du seist der gleiche Offizier wie früher. Mit Stolz in den Augen und ewiger Treue zum Vaterland. Aber der Mann, der liegt schon lange nicht mehr neben mir. Oleg Penkovsky ist 1960 in die Reserve vom russischen Geheimdienst versetzt worden. Da hat seine Tätigkeit als Doppelagent angefangen. Im gleichen Jahr hat auch die USA ihren Umgang verschärft mit dem kommunistisch regierten Kuba. Der Fidel Castro hat dort nämlich den Diktator Batista gestürzt und hat mit einem Einheitsparteiensystem Kuba regiert. 2 Treffen zwischen Castro und Khrushchev im Sommer 1962 haben die sowjetische Strategie verändert. Anstatt nur Defensive haben sie jetzt auch noch offensive Atomwaffen stationieren auf Kuba. So hat die Sowjetunion können reagieren auf die Stationierung von Langstreckenwaffen in der Türkei und Italien. Dank dem Bericht von Penkovsky hat die USA können einschätzen, was die Stationierung von der Atomwaffen auf Kuba bedeutet und hat mit gezielten Aufklärungsflügen noch dokumentiert, was in Kuba angekommen ist. Und spätestens am 29. August hat das Weisse Haus die Informationen gehabt, dass Bodenluftraketen angekommen sind. Moment bitte. Operation Anadir. Neue Informationen vom Hero. Endlich. Konkrete Zahlen. Ich rufe zurück. 134 Atomwaffen auf Kuba. 36 davon Mittelstreckenraketen, die Washington in wenigen Minuten angreifen können. Dazu Baupläne der Raketen. Intensivieren den Kontakt zu Penkovsky. Wer weiss, was alles noch kommt. An Khrushchev ist alles zuzutrauen. Sir, bei allem Respekt, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Was will der KGB genau für diesen Moment bei uns eingeschleust hat? Oder er ist entlarvt worden und agiert jetzt als Dreifachagent. Der Kontakt zu Hero ist eure Verantwortung. Der hätte ihn unbedingt wollen. Die sind felsenfest überzeugt sein. Und Heroes Informationen haben euch recht gegeben. Das ist ja der Punkt. Sie waren fast zu genau. Ich sehe immer noch kein Motiv. Frieden ist nicht sein Ziel. Im Gegensatz. Er fordert uns zu einem harten Schlag gegen die Sowjetunion auf. Die Gedanken hättet ihr euch vorher machen müssen. Stellt euch vor, ein sowjetischer Offizier, der sein eigenes Regime hintergeht. Das ist eine Story. Eine Story, die wir im Westen brauchen. Good morning, sir. Good morning. Доброе утро. Identyczność.
erwartet euch in seinem Büro. Ihnen! Oberst Penkowski, schön euch zu sehen. Holen wir doch bitte die Akte HACU 6010. Dobry wieczór. Dobry wieczór. My fellow citizens, within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Genossen, wir haben ein Problem. Es gibt einen Verräter. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Entweder wir stoppen den Verräter oder die Operation Anadir wird ein Desaster. Wir wissen alle, dass uns die Amerikaner militärisch überlegen sind. Und bald wissen sie es auch. Reynolds, spinnt ihr? Angriff auf Kuba ist Angriff auf Moskau. Wir reden hier nicht mehr von einer militärischen Spezialoperation, sondern von Atomkrieg. This urgent transformation of Cuba into an important strategic base constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americans. Wie redet ihr eigentlich mit mir? Sollen wir warten, bis die Raketen einsatzbereit sind? Wir haben die Eskalation nicht provoziert. Und sowieso, ihr habt hier überhaupt nichts zu sagen. This sudden, clandestine decision to station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil is a deliberately provocative and unjustified change in the status quo, which cannot be accepted by this country. Jemand hat Informationen weitergegeben. Und derjenige ist an diesem Tisch gesessen. Major. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Entschuldigung, ihr habt recht. Wir müssen handeln. Aber es ist noch genug Zeit für eine diplomatische Lösung. Der Penkowski hat bestätigt, dass die Raketen noch nicht parat sind. Acting therefore in the defense of our own security, I have directed that the following initial steps be taken immediately. Aber der Penkowski empfiehlt uns einen harten Schlag. Wir müssen die Stärke zeigen und keine Angst. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Kümmert ihr euch um euren eigenen Scheiß. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. My fellow citizens, let no one doubt that this is a difficult and dangerous effort on which we have set out. But the greatest danger of all would be to do nothing. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night. Amerikanische Schwächlinge. Sie haben den Finger am Abzug, aber sie drücken nicht abdrücken. Was?
Du wolltest, dass sie schiessen. Auf Moskau. Auf uns. Nicht auf uns. Auf das Regime. Auf die meine Vergangenheit höher gewichten als meine Taten für das Vaterland. Auf die mein Leben zerstört haben. Und ich? Du redest nur von dir. Bedeute ich dir eigentlich nichts mehr? Ich weiss, was die Strafe für Hochverrat ist. Ich muss wissen, wer der Mann war, den ich einst geliebt habe. Ein sowjetischer Offizier. Ein amerikanischer Held. Oder ein verbitterter Verräter. Wieso sagst du nichts? Das sind die letzten Stunden, die wir noch zusammen haben. Vielleicht bin ich alles das. Vielleicht bin ich auch gar nichts von dem. Egal ob Offizier oder Held. Ich habe gemeint, du kämpfst für den Frieden. Aber den Mann kenne ich nicht mehr. Genosse Penkoski, ihr kennt die Vorgehensweise. Das Gespräch wird protokolliert. Im Laufe der Operation Anadir haben wir im KGB feststellen, dass die Amerikaner über klassifiziertes Wissen verfügen. Raketenstellungen, Schiffslisten, sogar Einsatzlisten. Alles Wissen, das nur im engsten Kreis bekannt war. Plötzlich auf dem Schreibtisch von Kennedy. Für das gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Nämlich, dass ein Verräter unter uns ist. Das ist beunruhigend. Aber ich bin nicht mehr in der Position, dass ich euch weiterhelfen kann. Das ist kein Spiel. Das ist eine Untersuchung. Der untersucht. Aber ich habe keinen Zugang zu klassifizierten Informationen mehr. In der Theorie. Aber wir wissen beide, dass die Realität eine andere ist. Eine Person aus dem inneren Kreis hat Zweifel an eurer Integrität geäussert. Protokoll halt. Penkoski, ich habe dich immer verachtet. Aber dieser Verrat hat ich nicht einmal dir zugetraut. Gravel Win ist heute Morgen am Flughafen in Budapest an Ausreise gehindert worden. Das Spiel ist vorbei. Und du hast verloren. Aber wenn dir noch irgendetwas an unserem Vaterland liegt, dann sag mir, wer hat dir sonst noch geholfen?
Ein Land, das von Leuten wie dir regiert wird. Auf das kann ich verzichten. Bist du dir überhaupt bewusst, was du für ein Bild abgibst? Wie ein Amerikaner? Deine feigen Taten machen dich vielleicht zu einem Held im Westen. Aber dafür willst du auch nie den Triumphalsieg vom Kommunismus erleben. Eine Welt ohne die zerstörerische Gier vom Kapitalismus. Eine Welt, wo der Mensch nicht ausbeutet, sondern alle zusammen, Schultern an Schultern, für eine starke Zukunft kämpfen. Eine solche Zukunft hätte ich mir auch gewünscht. Ohne zerstörerische Gier. Aber mit diesem Regime, mit dieser Regierung, wird so eine Welt nie existieren. Der Oleg Penkovsky ist nach seinem Tod im Westen als Held gefeiert worden. Der Spy who saved the world. Aber ist er wirklich ein Held gewesen? Aufgrund der heutigen Informationen ist das fraglich. Propaganda und Desinformation sind immer wichtiger. Egal welcher Post in den sozialen Medien zielt die Desinformationen bei Wahlen über Zeitungen und Fernsehen. This is a fraud on the American public. Die öffentliche Meinung wird heute immer beeinflusst, um moralisch geschlossen hinter der einzig gültigen Weltanschauung zu stehen. Kritische Stimmen werden auf allen Kontinenten heute verfolgt, bekämpft, weggestellt und gezielt unterdrückt. Mehr als je zuvor seit dem Kalten Krieg weiten demokratische Regierungen ihre Macht aus und heben Gewaltenteilung auf. Immer mehr Demokratien werden umgebaut, um die Macht der Herrschenden abzusichern und Andersdenkende zu unterdrücken. Egal ob im Kongo, dem 24, im Südsudan oder in der Ukraine, mit Bildern, Geschichten versuchen kriegsführende Parteien, unsere Emotionen zu lenken und sich als moralische Sieger in den Medien und den sozialen Netzwerken darzustellen. Aber wer ist denn wirklich Sieger? Wer ist der Sieger? Wer hat wirklich Recht? Wo ist die Wahrheit? In einer Welt mit so vielen Informationen, von denen ich nicht weiss, was richtig und was falsch ist, da fühle ich mich gar nicht fähig zu entscheiden, wer mir noch glauben will. Ich komme in eine Position, wo ich mich zwar sehne nach einer klaren Antwort, aber mein Gewissen lässt gar nicht zu, dass ich mich auf die eine oder auf die andere Seite positioniere. Und so bleibe ich lieber in meiner eigenen, vertrauten Blase, anstatt mich mit dieser scheinbar unmöglichen Frage zu beschäftigen. Ich bin mir bewusst, dass ich immer eine verfälschte Version von Realität sehe. Und trotzdem entscheide ich mich am Ende für eine Version, die ich am glaubwürdigsten finde. Im Bewusstsein, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern nur ein Ausschnitt, der geprägt ist von Interessen, Emotionen und Perspektiven. Es macht mich traurig, wenn Menschen wegschauen und einfach in ihrer Blase leben. Darum gibt es auch immer weniger Journalistinnen, die vor Ort sind und berichten. Wem vertrauen wir, wenn nicht Menschen? Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Menschen zu vertrauen, die den Mut haben zu bleiben, wenn alle weglaufen.